Hola, hola. Mein Name ist Ruti. Ich bin mit dem Motorrad in Südamerika unterwegs. Genauer gesagt gerade in Argentinien. Und heute möchte ich von Rio Gallegos nach El Calafate fahren. Wetter ist gut, bisschen windig. Es gibt noch zwei kleine Sachen, die ich erledigen muss. Einmal an meinen Stiefeln ist das Metall gebrochen und es steht so komisch raus. Ich will nicht, dass es dann beim Schalten irgendwas kaputt schneidet. Deswegen muss ich das abmachen. Und das zweite ist, dass ich gesehen habe, dass der Kettenschutz, den habe ich ja in Puerto Natales, habe ich die Schraube zerstört und habe die neu machen lassen oder neu reinschrauben lassen. Die ist weg jetzt, die Schraube, und es klappert so rum. Jetzt gibt's hier so einen Yamaha Motorradtypen. Da fahre ich jetzt nochmal kurz vorbei, weil ich habe natürlich keine passende Schraube und frage den, ob er mir eine Schraube reinmachen kann. Ja, jeden Tag eine Kleinigkeit. Schauen wir mal, wie der Tag läuft. Geht los. So, das ist der Yamaha-Mann. Überraschung, Überraschung, er konnte mir natürlich nicht helfen. Aber er hat mir ein Mechaniker gesagt, zu dem fahre ich jetzt, und es führt mich an der Tanke vorbei, weil ich bin auch auf Reserve und muss tanken. 300 está bien. Ahora sí. Sí. Gracias, gracias. Ah, okay. Die wollen nie Trinkgeld. Scheint nicht geläufig zu sein. Die Leute haben ja auch keine Kohle, gibt es wahrscheinlich kein Trinkgeld. So, nach zweimal Fragen habe ich ihn gefunden. Der Zaun war offen, habe ich gerufen, kam jemand raus. Und ich habe es ihm gezeigt. Ich habe natürlich keine Ahnung, was Schraube heißt, was Kette heißt. Habe es ihm aber gezeigt und er hat aha gesagt und ist reingegangen. Ich denke, er kommt wieder. Aber hier stehen Motorräder rum und so Buggies. Ich brauche ja nur eine Schraube. Ihr könnt auch mal sagen, braucht man diesen Kettenschutz überhaupt? Diese ganzen Motocross-Maschinen, die haben das ja nicht. Hier zum Beispiel. Ja. Ah, da kommt er. Kann sein, dass das ein bisschen ausgeschlagen ist. No. Ah. Ah. Aha, sí. So, jetzt haben wir es verpasst. Hier ist fest. Verpasst haben wir, dass er gesagt hat, kostet nada. Ich glaube, dieses Ding ist auch schon ziemlich ausgeschlagen. Es wird wahrscheinlich wieder abgehen. Aber machen wir ein Foto, damit man es besser sehen kann. Es ist auf jeden Fall fest jetzt. Schlagert da nicht mehr rum. Ist okay. So, jetzt nach Calafate. Der schnellste Weg nach Calafate sind 300 Kilometer. Calafate liegt am Rande der Anden. Also ich fahre jetzt quasi wieder auf Chile zu. Chile und Argentinien wird quasi nur von den Anden getrennt. 3,5 Stunden fahre ich auf direktem Weg. Wenn ich dann noch Zeit habe, kann ich immer noch Faxen machen. Bei dem Wind kann man eh keine Drohnen steigen lassen oder so.
Okay, jetzt mal ein bisschen Musik und los geht's. So, etwa halbe Strecke habe ich jetzt Mittag gegessen. Ich musste mal meinen Nacken schonen von dem Wind. Und dabei ist mir aufgefallen, dass mir irgendwie das Sulfettnetz gerissen ist. Heute ist irgendwie Tag der kleinen Verschleißteile. Keine Ahnung. So, wieder der Wind, aber das da, kann man das sehen? Das ist Torres del Paine, der Berg, der berühmte, den ich in Chile besucht habe. Der liegt nämlich ganz nah an der argentinischen Grenze. Ich habe neue Sorgen. Und zwar, normalerweise kann ich mit dem Motorrad 400 Kilometer fahren mit dem Tank. Aber durch den Wind verbrauche ich viel mehr Benzin. Im Moment ist mein Durchschnittsverbrauch 6 Liter pro 100 Kilometer. Normalerweise ist es zwischen 4 und 5. Das heißt, ich habe einen 16 Liter Tank. Das heißt, ich werde keine 300 Kilometer weit kommen. Ich fahre jetzt einfach langsamer, dann verbrauche ich weniger Benzin. Das ist jetzt mein Versuch. Wenn ich noch 70 fahre, verbrauche ich 4 Liter. Wenn ich 90 fahre, verbrauche ich halt 6. Wenn ich 100 fahre, verbrauche ich über 6. Ich bin schon auf Reserve jetzt. Ab und zu kommt hier ein Auto vorbei, zur Not kann ich hier dann Finger raus. Aber es ist jetzt schon ein bisschen anders als damals, als ich in Frankreich liegen geblieben bin. Das war halt auf der Autobahn. Hier bin ich halt im Nirgendwo, es ist arschkalt und es windet die Sau. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich nicht mal 300 Kilometer schaffe. Aber noch will ich die Flinte nicht ins Korn werfen, noch fahre ich. Der Wind hat etwas nachgelassen, das ist gnädig. Im Moment verbrauche ich mit 77 so 3,5. Ich glaube zu 130 bin ich gefahren. 135. Das heißt, zu 160 komme ich in die kritische Phase. 300 sind 305 oder so bis von der Fahrt. Immerhin habe ich, seit ich in Frankreich diese Panne habe, habe ich mir angewöhnt, jedes Mal beim Tanken den Kilometerstand zurückzustellen. Das hatte ich vorher schon gemacht, aber auch den Verbrauch zurückzustellen, sodass ich sehen kann, wie viel ich verbrauche. Weil damals bin ich auf der Autobahn liegen geblieben und hatte auch einen viel höheren Verbrauch, weil ich halt mit 150 auf der Autobahn gelaufen bin. Da braucht sie halt auch 7 Liter. Oder die Tankanzeige, für die, die keine Teneré haben, die ist nicht zu gebrauchen. Das ist voll lange auf voll und dann geht es runter und dann mit Reserve kann man normalerweise, wenn Reserve aufläuft, kann man normalerweise noch 100 Kilometer fahren. Normalerweise. Jetzt hier sind ja andere Bedingungen. Also, das ist der Zwischenstand. Ich melde mich wieder, wenn ich 260 auf den Tank mache. Oder wenn ich stehen geblieben bin. So, jetzt mit diesem brutalen Ausblick hier habe ich die 260 erreicht und ich rolle noch. Es ging jetzt auch ein Stück bergab. Laut Anzeige habe ich den Verbrauch auf 5,6 gedrückt, von 6,0, seitdem ich langsam fahre. Das reicht immer noch nicht ganz,
auf 300 Kilometer. 5,3, 5,4 würde es hinhauen. Wie gesagt, man weiß ja nicht, wie genau das ist. Das misst ja einfach nur, wie viel Gas man gibt. Und dadurch zeigt es dann an, was der Verbrauch ist. Wie gesagt, ich habe schon ein paar Mal gecheckt und es hat ungefähr gestimmt mit dem, was ich dann reingefüllt habe. Ich hoffe, dass ich heute ein bisschen mehr habe. Im Auto, da hat man ja auch immer ein bisschen mehr, als es anzeigt. So, mittlerweile bin ich bei 283 Kilometern. Fahre immer noch. Gerade eben war ein Schild, dass es noch 32 Kilometer sind bis El Calafate. Das ist ein bisschen mehr, als ich erwartet habe. So, 300,7 seit dem Tanken. Das heißt, mit dem Verbrauch von 5,4 bin ich mehr gefahren, als möglich ist, laut Anzeige. Verbrauch 5,4 ist nach meinen Berechnungen 16,2 bei 300 Litern, 300 Kilometern. Deswegen, jetzt wird's eng. Dann sollen wir noch, ja, 16 Kilometer soll er mir noch geben. Lucy, wir schaffen's. 14 Kilometer. Ist halt zu viel, um zu schieben. 2 Kilometer kann man vielleicht schieben und das ist auch schon hart. Wenn es bergauf geht, glaube ich, keine Chance. Ja, weiter zittern. Dieser lange Posten. Ich hoffe, das ist IPF. Und ich glaube, das ist IPF. Tankstelle! Juhu! Jetzt muss ich nur noch offen haben. Oh shit. Was für Nerven gibt's, Leute? Und hier Ortseingang von El Calafate. Da ist ein Schild. Geil, ich hab's geschafft, ohne dass die Kiste ausgegangen ist. Lucy, Bombe, hast du das gemacht. Und jetzt habe ich direkt an die Säule. Ich will aber noch ein paar Fotos machen. So wartet natürlich schon da. Hola! So. Moment. (5,4) 310 Kilometer, 97 Kilometer Reserve. So, jetzt schauen wir mal, wie viel reingeht. 13,4. Effektivo. Was? Sí. Gracias. 15,3 Liter, also war noch ein halber Liter drin. Das sie. Dos. Muchas gracias. Gott.
Auch noch ein halber Liter drin. Das hätte ich ja noch locker noch weiterfahren können. An der nächsten Tanke tanken. So, jetzt Hostel. Bin so froh, dass das ausgegangen ist.